Kennt ihr Julie Wilhelmine Hagenschwarz? In einer Zeit, in der es für Frauen ungewöhnlich war, als Künstlerin anerkannt zu werden, konnte sie sich dank der Unterstützung ihres Vaters, der Maler war, durch Stipendien und trotz Heirat und Kinder sich mit über 500 Auftragswerken als erste bekannte deutsch-baltische Malerin in Estland durchsetzen. Schauen wir uns ihren Lebensweg an. Sie wurde 1824 auf dem Gut Kleinwrangelshof bei Tartu als ältestes von 9 Geschwistern geboren und wuchs in einer künstlerisch begabten Familie auf. Ihr Vater war Maler und brachte ihr die ersten künstlerischen Grundlagen bei. Dank eines Stipendiums des Bildhauers Franz Karl von Villebois setzte sie ihre Ausbildung mit Anfang 20 bei verschiedenen Malern in Dresden und München fort. Von 1851 bis 1854 erhielt sie ein Reisestipendium des Zaren Nikolaus I., das ihr ermöglichte, in Rom ihre Ausbildung bei August Riedel fortzusetzen. Zu Beginn dieses Stipendiums schrieb sie kühn einen Brief an ihre Eltern. Ich muss, ich will, ich werde Größeres erreichen, als mein Geschlecht gewöhnlich tut. Nach ihrem Aufenthalt in Rom kehrte sie nach Livland zurück, heiratete den Astronomen Ludwig Schwarz, der zuvor mit ihrer verstorbenen Schwester verheiratet war, und begleitet ihn auf Forschungsreisen nach Ostsibirien. Dann lebten sie in Tartu und bekamen 2 Söhne und 2 Töchter. Sie war besonders als Porträtmalerin tätig und wurde 1858 zum Mitglied der Petersburger Kunstakademie ernannt. Im Jahr 1902 starb sie wenige Tage vor Ende ihres 78. Lebensjahres in Tartu. Schauen wir uns nun ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil zeichnet sich durch realistische Details und eine meisterhafte Lichtführung aus. Über die Jahre entwickelte sie sich von Blumenbildern hin zu beeindruckenden Porträts, die häufig auch baltische Persönlichkeiten zeigen. Aber auch viele Landschaftsgemälde und einige Genrebilder sind unter ihren Werken zu finden. Zu ihren berühmtesten Arbeiten zählen ihre frühen Blumenstillleben und die Porträts des Mediziners und Naturforschers Karl Ernst von Baer und des Embryologen, Zoologen und Paläontologen Christian von Panda, das verschollen ist. Ihr Lebenswerk umfasst hunderte Werke, darunter rund 500 Porträts aus ihrem Nachlass, von denen nur wenige bekannt sind, sowie zahlreiche Briefe. Trotzdem sie eine der angesehensten Malerinnen ihrer Zeit war und mit über 500 Auftragswerken als erste bekannte Künstlerin Estlands galt, geriet sie nach ihrem Tod lange Zeit in Vergessenheit. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Julie Hagenschwarz gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.